Hallo liebe Zuschauer und herzlich willkommen auf meinem Kanal. In diesem Video zeige ich, wie ich diese Brücke für meine Aquarium-LED gebaut habe. Ich beleuchte mein Naturaquarium mit einer Solid LB LED-Leiste von AquaGrow. Das Video, in dem ich sie vorstelle, verlinke ich jetzt rechts oben in der Ecke. Es handelt sich dabei um eine einfache, aber sehr gute LED-Leiste, die man zum Beispiel unter die Aquariumabdeckung schrauben kann. Da mein Aquarium aber keine Abdeckung hat, habe ich Halterungen mitbestellt, die man an die Leiste anschrauben kann und mit denen sie einfach auf die Seitenscheiben des Aquariums aufgelegt wird. An sich eine gute Lösung, aber wenn die LED-Leiste so nah über der Wasseroberfläche aufliegt, ist der Abstrahlwinkel nicht ganz perfekt. Deshalb habe ich sie weiter nach hinten geschoben, da ich vorne im Aquarium keine Pflanzen habe. Hebt man die Leiste an, sieht man, dass dann das ganze Aquarium perfekt ausgeleuchtet wird. Das System hat dann aber nicht mehr funktioniert, als ich mir einen Lufthebefilter gekauft habe. Die platzenden Luftblasen spritzten aus dem Becken, machten rundherum alles nass und hinterließen Kalkflecken auf der LED. Also habe ich mir eine Abdeckscheibe zugelegt. Die LED habe ich auf zwei Holzklötze gelegt, aber so strahlte sie zu sehr in den Raum ab und blendete, wenn ich ins Aquarium schauen wollte. Die beiden Halterungen waren so auch nicht mehr zu gebrauchen, da sich die Kerben nicht mehr auf die Seitenscheiben auflegen ließen. Damit ich nicht mehr geblendet werde und um den Abstrahlwinkel zu verbessern, möchte ich eine höher liegende Brücke mit einer Blende für die LED-Leiste bauen. Die Brücke wird dann so aussehen wie diese hier, die ich für mein Garnelenaquarium gebaut habe. Sie wird nur ein paar Zentimeter breiter, für den Fall, dass ich noch eine zweite LED-Leiste anbringen möchte. Hier jetzt noch einmal die Brücke für mein Garnelenaquarium im Detail. Sie besteht aus zwei Stützen, die links und rechts auf den Seitenscheiben des Aquariums stehen werden. Damit sie nicht abrutscht, ist in den Stützen eine Kerbe eingelassen. In der Kerbe ist ein Kunststoff-Winkelprofil eingeklebt, damit das Holz nicht mit Wasser in Berührung kommen kann. Das Ganze wird später noch weiß angestrichen, damit es schöner aussieht. Oben besteht die Brücke aus einem Brett, das an den Seiten mit den Stützen verschraubt ist. An den Seiten befinden sich zwei Leisten, sodass das Licht nach unten fällt und nicht zur Seite abstrahlt. Im Prinzip eine ganz einfache Konstruktion, die schnell zu bauen ist, und damit fange ich jetzt an. Was wir brauchen, ist ein Brett, das so viel länger als das Aquarium breit ist, wie die Kerben in den beiden Stützen links und rechts zusammen tief sind. Die Brücke wird wie gesagt etwas breiter als die erste hier, weil ich eventuell noch eine zweite LED-Leiste darunter schrauben möchte. Dann brauche ich noch zwei Leisten als Blende, die an die Seite kommen. Zum Schluss die Stützen, in die ich die Kerben schon einmal vorgesägt habe. In diese Kerben werde ich noch ein Stück von diesem Kunststoff-Winkelprofil mit Silikon hineinkleben und dann noch einmal mit Schrauben sichern. Ich habe die Schrauben an den Seiten angebracht, denn oben an der Kerbe kann eventuell Wasser, das mit den Schrauben in Kontakt gekommen ist, zurück ins Aquarium fließen und die Metallrückstände können vielleicht den Garnelen schaden. Das war auch schon das Material, das ich brauche. Als Werkzeug habe ich eine Bohrmaschine zum Vorbohren genutzt, damit die Schrauben nachher die Stützen nicht spalten. Die Schrauben habe ich dann mit dem Akkuschrauber eingedreht. Praktisch ist diese Winkelklemme, um die Stützen wirklich im rechten Winkel an das Brett zu schrauben. Dann habe ich noch einen Hammer genutzt, um die Nägel für die Seitenblenden einzuschlagen. Die werde ich vorher aber noch mit wasserfestem Holzleim festkleben. Dann brauche ich noch ein Maßband und eine Feile, um das Winkelprofil nach dem Zurechtsägen zu entgraten, einen Schraubendreher und das Silikon mit passender Pistole. Und wenn man mit Silikon arbeitet, ist es immer praktisch, einen Lappen oder ein Tuch bereit zu haben. Die verwendeten Werkzeuge habe ich in der Videobeschreibung verlinkt. Zuerst klebe ich das Winkelprofil in die Kerben an den Stützen. Hier kann die Brücke ja mit Wasser in Kontakt kommen und ich hoffe so verhindern zu können, dass dieses ins Holz zieht. Dafür packe ich schön dick Silikon auf beide Seiten. Die Löcher für die Schrauben habe ich schon vorgebohrt, aus denen das Silikon dann herauskommt, wenn ich das Profil aufs Holz drücke. Das überschüssige Silikon verschmiere ich an den Kanten, damit auch wirklich kein Wasser mehr eindringen kann. Zum Schluss drehe ich die Schrauben ein, mit denen die Profile sicher gehalten werden. Das sollte am Ende dann so aussehen. Die Schraubenköpfe habe ich noch einmal mit Silikon abgedeckt. Erstens, damit sie nicht mit Wasser in Kontakt kommen können und zweitens, damit sie die Scheiben des Aquariums nicht verkratzen.
Unten habe ich das Holz auch gut mit Silikon versiegelt, weil ich befürchtet habe, dass die Schnittkanten sonst Wasser ziehen könnten. Als nächstes werden die Seitenstützen mit dem oberen Brett verbunden. Bevor ich dafür das Holz in die Winkelklemme einspanne, trage ich auf den äußeren Teil der Oberkante der Stütze wasserfesten Holzleim auf. Auf die Innenseite kommt ein Streifen Silikon, das auch hier wieder abdichtend wirken soll. So kann ich das Holz dann in die Klemme stecken, wobei das Silikon teilweise wieder herausgedrückt wird. So sitzen die beiden Teile dann fest und können zusammengeschraubt werden. Ist das passiert, werde ich das Silikon in der Ecke noch einmal nachziehen und dort kann dann auch kein Wasser mehr eindringen. Die Löcher für die Schrauben bohre ich mit der Bohrmaschine vor und drehe die Schrauben dann mit dem Akkuschrauber ein. Das kann man auch gut mit einem Handschraubendreher machen oder mit einem entsprechenden Bit für die Bohrmaschine. So sieht das Ganze dann verschraubt aus. Leider ist mir das Holz oben oberflächlich beim Eindrehen der Schrauben gesplittert. Das wird man aber nachher nicht mehr sehen, wenn die Brücke angestrichen ist. Das gleiche mache ich nun an der anderen Seite und das sieht dann so aus. Man kann sich jetzt schon vorstellen, wie die LED-Leiste später angebracht wird und die Brücke auf dem Aquarium steht. Als nächstes werden die Seitenleisten angebracht. Dafür trage ich als erstes wasserfesten Holzleim auf die Leisten auf und nagele sie dann an die Seiten der Brücke. Dafür nehme ich ganz dünne Nägel ohne Kopf. Damit die Leisten beim Nageln nicht gespalten werden, versuche ich die Nägel nicht zu nah am Rand einzuschlagen. Jetzt sind beide Leisten befestigt. Die Kante werde ich später noch abfeilen und die ganze Brücke wird noch angestrichen. So sieht die Brücke dann von unten aus und hier wird dann die LED-Leiste angebracht. Das ist die Solid LB LED-Leiste von Aquagrow. Das Video darüber ist wie gesagt rechts oben in den Infokarten verlinkt. Man könnte die Leiste jetzt so direkt aufs Holz schrauben, aber die Oberseite wird sehr warm. Deswegen werde ich diese Muttern als Abstandhalter nutzen. Weil dadurch der Abstrahlwinkel verändert wird, habe ich bei dieser Brücke breitere Seitenblenden verwendet als bei der, die ich zuerst gezeigt habe. Ich drehe die Schrauben jetzt für den ersten Test noch nicht ganz fest, weil ich die Leisten zum Anstreichen der Brücke ja noch einmal herausnehmen werde. Die LED-Leiste befindet sich jetzt knapp unter der Blende und wird so nur noch im gewünschten Winkel zur Seite leuchten. Und so sieht die noch nicht angestrichene Brücke auf dem Aquarium aus. Ich bin mit dem Ergebnis soweit sehr zufrieden. Der Abstrahlwinkel ist jetzt wesentlich besser als vorher und es gibt keine unbeleuchteten Abschnitte mehr im Aquarium. Wenn man jetzt direkt davor sitzt und die Tiere beobachtet, kann man die Lampe nicht mehr sehen und wird auch nicht geblendet. Selbst dann nicht, wenn man von ein bisschen weiter unten hineinschaut. Allerdings spiegelt sich die LED-Leiste in der Abdeckscheibe und reflektiert das Licht nach oben, aber das ist normal, denke ich. So sieht die Brücke dann angestrichen aus und sie ist richtig schick geworden, finde ich. Ich kann jetzt immer noch vom Esstisch aus über mein Garnelenaquarium hinaus in mein jetzt perfekt ausgeleuchtetes Naturaquarium hineinschauen. Und ich finde, beide Aquarien passen jetzt durch die gleich aussehenden Brücken gut zusammen. Welche LED ich später unter die Brücke für das Garnelenaquarium anbringe, zeige ich dann in einem der nächsten Videos. Ich habe mir dafür ein System ausgedacht, mit dem ich auch noch das darunter befindliche Red Bee Aquarium beleuchten kann. Man darf also gespannt sein. Ich bin auf jeden Fall mit der LED-Brücke für mein Naturaquarium sehr zufrieden, auch wenn ein handwerklich begabterer Mensch das vielleicht ein bisschen schöner hinbekommen hätte als ich. Ich habe jedenfalls die von mir gesteckten Ziele damit erreicht. Die LED liegt jetzt nicht mehr auf der Abdeckscheibe auf und ich werde beim ins Aquarium schauen nicht mehr geblendet. Außerdem ist der Abstrahlwinkel jetzt besser und es ist gleichmäßiger ausgeleuchtet. Ich hoffe, dieses Video hat dir gefallen. Wenn ja, dann teile es doch mit deinen Freunden und über einen Daumen nach oben freue ich mich immer ganz besonders. Das motiviert mich weiter Videos zu machen. Unterstütze mich und abonniere meinen Kanal und aktiviere die Benachrichtigungsglocke, damit du das nächste Video nicht verpasst. Ich sage Tschüss, danke fürs Zuschauen und macht euch mal wieder die Hände nass.